Hi ihr Lieben! Ja, was soll ich sagen? Ich habe euch verrückt gemacht in den Instagram-Stories und dafür möchte ich mich jetzt bei euch entschuldigen. Ich habe nämlich letztens Kokoswürfel gemacht, die mache ich zwischendurch immer mal gerne, einfach weil ich die richtig lecker finde. Das sind so ganz weiche Kokoswürfel mit Schokolade und schmeckt einfach wie so eine Art Bounty-Kuchen, finde ich. Und das zeige ich euch jetzt, weil mein Fehler, ich kann das ja nicht auf Instagram zeigen und euch hier das Rezept nicht präsentieren. Daher fangen wir jetzt auch... Frage ja, jetzt. bitte. Du meinst eher, dass ich die Leute verrückt gemacht habe? Ja, eigentlich warst du ja der Schuldige. Hamza ist immer ganz schlimm. Wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, dann holt das nach. Aber seid gewarnt, Hamza ist ganz schlimm. Der probiert immer vor der Kamera und ganz viele sagen, ich würde gerne Hamzas Job einnehmen, weil der immer ganz viele leckere Sachen probieren darf. Aber ich werde euch... Ist unbezahlbar. Gibt's nicht? Nee. Gemein. Ich niemals ein. Okay, echt gemein. Egal, ich möchte euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe hier meine Zutaten bereit. Ganz klassische Standardzutaten. Wir fangen hier an mit Zucker. Dann habe ich Milch- und Vanilleextrakt. Hier habe ich Sonnenblumenöl. Könnt ihr auch Rapsöl nehmen. Backpulver, Eier und Mehl. So, und jetzt gebe ich zuallererst die Eier, die werden hier auch nicht getrennt, in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Ihr könnt natürlich auch euer Handgerät verwenden, aber es dauert länger. Und ich schlage das hier echt so 7 Minuten lang auf höchster Stufe. Und da gebe ich auch schon Zucker- und Vanilleextrakt mit rein, weil es dann noch dickcremiger wird. So, nach 7 Minuten stoppe ich hier ganz kurz die Zeit. Die Eiermasse ist richtig schön dick geworden und hellcremig und später kriegen wir daraus einen richtig fluffigen Boden und den brauchen wir auch. Ich gebe jetzt hier noch die flüssigen Zutaten rein. Das heißt einmal das Öl und die Milch und bei der Milch noch ein kleiner Tipp. Ich gebe sie nicht direkt aus dem Kühlschrank rein, die sollte schon Zimmertemperatur haben, notfalls einfach für 10 Sekunden in die Mikrowelle geben. So, und jetzt ganz kurz einrühren und dann die trockenen Zutaten auch ganz kurz nur noch einrühren und am liebsten vorher sieben. Macht das, damit ihr auch keine Klümpchen im Teig habt. So, und fertig ist der fluffige Boden und es hat keine 8 Minuten gedauert. Und jetzt gebe ich den auf mein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Ich mache mal hier ein bisschen Platz und wollte euch noch den Tipp geben, verwendet gerne einen Backrahmen, damit ihr nicht zu viel Verschwendung habt, damit der Teig auch nicht ungleichmäßig backt und an allen Seiten schön gerade ist. Den Teig habe ich jetzt noch glatt verstrichen mit der Teigkarte und jetzt ganz wichtig die Maße beachten. 26 x 36 cm habe ich jetzt meinen Backrahmen eingestellt. Bei mir braucht er jetzt im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 20 Minuten, maximal 21, aber nicht länger, auf die Maße eben abgestimmt. Also beachtet die Maße, dann dauert es bei euch auch nur 20 Minuten. Wenn ihr einen kleineren Backrahmen habt, dann braucht ihr länger, weil der Teig höher ist. Andersrum, wenn ihr ein größeres Backblech habt, dann braucht ihr nicht so lange. So, und jetzt gebe ich das wie gesagt in den Ofen und wir sehen uns gleich wieder. So, der Boden ist jetzt durchgebacken. Ich mache immer ganz gerne die Stäbchenprobe. Ich nehme mir einfach so einen Schaschlikspieß oder einen Zahnstocher, steche das in den Teig und wenn nichts mehr hängen bleibt, dann ist der Boden durchgebacken. Und jetzt bedecke ich das noch so ungefähr 5 bis 8 Minuten mit einem sauberen Tuch und lasse das so ein bisschen ausdampfen. Aber wir schneiden das gleich noch durch, während es noch warm ist. Jetzt zeige ich euch aber die Schokoladentränke quasi. Und dafür benötigt ihr ganz einfach 4 Zutaten. Ich habe hier Milch. Dann habe ich Zartbitterkuvertüre, könnt ihr auch gerne Vollmilch nehmen, Zucker und etwas Butter. Das geben wir jetzt alles in den Topf, lassen das miteinander schmelzen und so, dass es sich eben verbindet und wir gleich damit weitermachen können. So, die Schokosoße ist fertig. Einfach nur kurz an die Seite stellen. Außerdem brauchen wir natürlich auch noch ganz viel Kokos. Und der Boden ist jetzt auch noch lauwarm.
Einmal das Geschirrtuch weg. Hauptsache, ich sage Geschirrtuch. Nehmt euch ein sauberes Geschirrtuch. Und weil ich selber keine sauberen Geschirrtücher mehr habe, alle in der Wäsche, nehme ich hier eine Tischdecke. Egal. So, jetzt schnappe ich mir mein Tortenringmesser, nehme jetzt erstmal den Backrahmen ab, nehme das Ganze vom Backblech runter. Wobei, ihr könntet auch auf dem Backblech schneiden, das wäre hier auch kein Problem. Aber ich habe ja gleich auch noch meinen Torteneinteiler. Und dann teile ich mir alles perfekt ein, dass alles gleich groß ist. So, und jetzt nehme ich mir mein Messer, am besten mit Wellenschliff, und schneide das einmal den Quadraten entlang. Und die Ränder, die gönnen wir uns gleich schon, Hamza. Wirklich? Klar. Oh, geil, ey. Und so weich ist der Boden, wie Wolken einfach. Oh, Kiki, kannst du nicht einfach mal einen Kuchen backen, einen Riesenkuchen? Ja. Und ich lege mich einfach drauf schlafen? Okay, Das sieht klar. so aus. Man könnte echt drauf schlafen. Wie so eine Matratze, so eine richtig super softe Matratze. Mal cool. Richtig gut. Wir machen jetzt auch direkt weiter. Der Boden ist ja jetzt auch noch lauwarm. Das heißt, wir geben jetzt den lauwarmen Boden in die Schokolade. Wichtig ist, die Schokolade darf jetzt nicht heiß sein. Die kann auch schon abgekühlt sein. Da müsst ihr euch vorstellen, wenn der warme Boden jetzt in die auch sehr, sehr warme Schokolade getunkt wird, dann könnte es sein, dass es kaputt geht und das wollen wir ja nicht. Ich zeige euch das jetzt und dann sind die eigentlich auch schon fertig. Und fertig sind die Kokoswürfel, die sich eigentlich Tupavci nennen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein bosnisches Rezept. Und bevor ihr jetzt in die Videobeschreibung guckt, um euch die Zutaten zu screenshotten, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Das ist so ein bisschen was ihr uns zurückgebt. Wir geben euch ja die Rezepte mit Kiki-Garantie und daher gerne abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid, und dann macht sie unbedingt nach. Sie halten 3 Tage lang, sind mega, mega soft und ich bezweifle, dass ihr sie 3 Tage lang irgendwie in der Küche stehen habt, ohne dass sie jeder auffuttern wird. Unbedingt nachmachen, den Kanal natürlich abonnieren, wie gesagt, ein Däumchen nach oben geben und dann lesen wir und schreiben in den Kommentaren miteinander. Schreibt mir doch gerne, ob es das irgendwie in eurer Kultur auch gibt. Ich glaube, in England heißen sie Lamington. Also es gibt ganz viele Wörter dafür. Aber wichtig ist, dass sie extrem lecker schmecken. Hamza und ich gönnen uns das jetzt mit einem Kaffee und euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!